Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ja, unterm Stadion-Vlog war sehr, sehr viel los. So wie immer, meine emotionale Art ist so wie bei jedem Stadion-Vlog so. Ich finde das eigentlich sehr, sehr erfrischend, meiner Meinung nach. Auch mit Beleidigungen. Für mich gehört das zum Fußball dazu, weil diese Beleidigungen nicht ernst gemeint sind. Was ich auch meistens immer sage, ich glaube, diesmal habe ich es vergessen. Das tut mir sehr leid. Das war mein Fehler. Aber jetzt starten wir rein in die fachliche Analyse. Das ist sie nämlich. Das eine ist zum Rumkotzen, kann man sagen, oder zum Freuen. Und das andere halt einfach nur die fachliche. Und das hier ist sie. Erste Halbzeit. Nürnberg startet gut in das Spiel und kann das frühe 0-1 erzielen durch Kara Fiat. Ja, das war gut gespielt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Sehr, sehr effizient. Danach spielt eigentlich nur noch Magdeburg. Nürnbergs Konterchancen werden erstmals verhindert, vor allem durch Schimmers, der gut geblockt wurde, vor allem von Hugonet und so weiter. Die haben das alle sehr, sehr gut verteidigen können. Auch Gnag hat das sehr gut gemacht im Zweikampf. Der Druck steigt auf die Nürnberger an und dann kommt es zum Freistoß von Matthiesen, der in einer wundervoll verwandelten 27. Minute zum 1:1. Das war wirklich absolutes. Es war ein absolutes Zuckertörchen. Ich kann es nicht anders beschreiben, es war wunderschön. Direkt danach verursacht Heber dann einen Elfmeter. Den Knoche gutmütig verwandelt in der 30. Minute. Damit geht es dann weiter und in der 33. Minute machen die sehr effizienten Nürnberger das 1:3, was auch ein Eigentor durch Hugonet war. Da will ich jetzt nicht unbedingt Hugonet die Schuld geben, aber trotzdem zählt es halt leider als Eigentor. Und das muss man dann ganz ehrlich so sagen. Für mich persönlich war es ein Foul vor dem 1:3. Ich war direkt davor und es sah mir sehr, sehr stark nach Foul aus. Vor allem, weil er danach auch verletzt war. Ja, anscheinend war es kein Foul, deswegen möchte ich dazu auch weiter gar nicht mehr so viel sagen. Wir starten dann weiter mit der. Wir starten rein in die zweite Hälfte, nicht weiter. Das ergibt keinen Sinn. Nach der Hälfte pressen die Magdeburger wieder sehr hoch, jedoch passiert sehr lange nichts. Dann auf einmal in der 72. Minute ist es wieder Kaas mit dem 2:3, damit der Anschluss. Und damit sind die Magdeburger Feuer und Flamme und dominieren diese Partie. Auf einmal wirklich haben sie alles nach vorne geworfen, so plötzlich. Und es kam zum sehr, sehr hohen Pressing. Damit kam Nürnberg schon in der ersten Hälfte meiner Meinung nach nicht klar. Es waren sehr, sehr viele unsaubere Pässe, aber auch unsere Seite machte sehr, sehr viele unsaubere Pässe, was nicht gut war. Dann trifft Hugonet und macht sein Eigentor damit wieder gut, was sehr, sehr wichtig war, denn damit stand es 3:3. Dann haben wir wirklich alles auf Sieg gesetzt. Wir standen sehr, sehr hoch und das war dann die Fehlkalkulation von Tietz, dass Nürnberg das nicht ausspielt. Ich habe mir schon gedacht im Stadion, okay, wenn das jetzt nicht schief geht, dann wird es entweder das 4:3 oder das 3:3 bleiben. Aber es ist so schief gegangen, dass wir dann noch den Konter kassiert haben. Den Justwan, muss man dazu auch sagen, wieder sehr, sehr schön effizient ausnutzt. Zum 3:4. Und dann war es das Ganze auch schon mit dem wunderschönen Heimsieg mal wieder. Es ist wirklich sehr, sehr einfach gegen uns zu gewinnen. Zu Hause muss man dazu auch sagen. Wir machen es den Gegner meistens einfach. Auch wenn es meiner Meinung nach von uns ein gutes Spiel war, muss man jedoch auch dazu sagen, dass man irgendwann auch die Schnauze voll hat von dem Müll, weil man nur verliert oder unentschieden spielt. Wir haben, glaube ich, jetzt 10 Heimspiele gehabt, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das tut echt weh und das seit fast einem Jahr. Ja, es ist schwierig zu ertragen mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen war auch wahrscheinlich die Emotionalität vor allem beim Stadionvlog sehr, sehr angefressen. Und wie gesagt, das ist immer nur zur Unterhaltung und ist nicht ernst gemeint. Auch wenn man manchmal sauer ist, das ist normal bei einem Stadionvlog. Und vor allem diese Emotionalität will ich ja gerne in meine Stadionvlogs reinbringen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Was soll man dann im Endeffekt sagen? Magdeburg macht das Spiel und im Endeffekt holt Nürnberg sich den Sieg. Und das ist nicht ganz unverdient, denn sie waren unglaublich effizient und die Verteidigung war sehr fehleranfällig. Mal wieder, zu Hause. Man schafft es nicht, einen Sieg zu Hause zu holen. Warum auch immer. Spielerisch war es ein gutes Spiel, aber die effiziente Seite fehlte zum wiederholten Mal zu Hause. Köln ist der nächste Gegner zu Hause und das wird mehr als nur schwer. Ich hoffe auf 3 Punkte. Ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Spielerisch können wir es. Wir können auch gegen Köln Punkte holen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen Köln Punkte holen, sehe ich aber schwierig, wenn man das genauso macht wie gegen die Nürnberger. Ja, jetzt kommen wir dann aber wieder zu den Spielernoten. Und da gibt es ein Auf und Ab. Ich glaube, diesmal haben wir keine 1 dabei. Der Man of the Match ist aber auch mal wieder relativ klar. Und ja, damit starten wir dann auch gleich direkt rein. Es gibt diesmal somit die schlechteste Bewertung. Erklärung gibt es dann auch genau jetzt nämlich. Nämlich eine 5,0 hat Daniel Heber von mir bekommen. Ja, sehr, sehr fehleranfällig, so wie immer, vor allem zu Hause. Jedes zweite Spiel verschuldet er einen Elfmeter. Ich glaube, er hat bei uns schon 3-4 Elfmeter verschuldet. Das ist eine unglaubliche Quote als alleiniger Innenverteidiger. Patrick Pfeiffer muss jetzt die Chance bekommen gegen Köln. Ich fand ihn gut auf dem Platz, er hat einen guten Eindruck gemacht und das nach nicht mal einer halben Woche. Patrick Pfeiffer muss in die Startelf, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit kommen wir zur 4,0 bis 4,5. Hier sehe ich Falco Michel. Der hat einen sehr, sehr schwierigen Job zu bewältigen, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht jeder kann wie Mo spielen und aufspielen, das hat man hier auch gesehen. Falco Michel sehr, sehr fehleranfällig, konnte nicht annähernd die Position von Erhan Kuri übernehmen. Ich denke mal, mit Erhan Kuri wäre es vielleicht auch ein anderes Spiel geworden. Aber so leider nicht. Philipp Herrcher auch mit einer 4,5, ja. Ich weiß nicht, bei Philipp ist es auch immer so, ein Spiel ist er top, anderes Spiel Flop. Leider immer zu Hause das, mit dem Flop. Deswegen hier eine 4,5. Dominik Reimann auch eine 4,0. Hat nichts besonders Gutes gemacht, nichts besonders Schlechtes, hat 4 Tore kassiert, 2 gute Paraden, deswegen 4,0. Das gleiche geht für Alexander Neuenberger, war wieder sehr unauffällig. Er fand ihn sehr, sehr wackelig, deswegen wieder eine 4,0. Ganz, ganz einfach zu erklären. Damit kommen wir schon zur 3,0 bis 3,5. Hier sind die besseren Bewertungen. Hier habe ich Silas Genaka, der wieder, vor allem gegen Schimmer, was ich ja schon angesprochen hatte, gut aussah. Hat viele Bälle über ihn drüber geklärt, war sehr, sehr sicher am Ball mal wieder. Natürlich macht er auch immer die Fehler. Das ist normal. Er hat eine sehr, sehr schwierige Position, die er spielen muss. Auf der 6, beziehungsweise als 8er. Wechselt sich ja immer ab. Mit wichtigen Pässen in die Schnittstellen hat er gut gemacht, mal wieder. Deswegen 3,5. 3,0 Aaron Armstrong. Sein Debüt hat er gegeben. Er hat mir richtig gut gefallen. Die Größe bringt er mit. Er bringt eine gute Schnelligkeit mit. Er weiß, wo er hinlaufen muss. Top-Stürmer und er wird uns noch richtig gut gefallen. 3,0 Livan Bochu. Wieder ein Assist gemacht. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm. 3,0. Johnny Gone, ja, Eigentor, selbst getroffen, guter Verteidiger, ist so ein Baum in der Verteidigung, das gefällt mir so unglaublich gut, 3,0 hier auch. 2,0 bis 2,5, das sind die besten Bewertungen des Tages. Hier haben wir 2,5 Barisch-Artig, hat mir wieder sehr gut gefallen, seine Dribblings sind einfach unglaublich. Spielt dann den Gegner aus, die Gegner haben sehr viel Respekt vor ihm, das merkt man. Die gehen nicht in den Zweikampf mit ihm. Zumindest versuchen sie, den zu blocken. Barisch geht da meistens in den Zweikampf, hat leider mehr Zweikämpfe verloren als gewonnen an diesem Spieltag. Deswegen 2,5. 2,0 auch Markus Matthiesen, der wieder eine unglaubliche Mauer da hinten drin war. Also wirklich meiner Meinung nach der beste Verteidiger in Magdeburg, den wir haben. Mit Abstand. Mit Hugonet. Und ja, Kopfballtor schön. Alles schön, was er wieder gemacht hat. Ja, es ist ganz einfach zu erklären bei Markus Matthiesen, weil jedes Spiel das gleiche ist, was ihn so unglaublich stark macht. Deswegen hat er meistens auch immer die gleiche Bewertung, was sehr viel konstante Leistung spricht. Und 2,0 Martin Kars. Warum? Erkläre ich euch genau jetzt. Denn hier haben wir auch den Man of the Match. Der mal wieder Martin Kars ist. So wie eigentlich jeden Spieltag, außer manchmal zu Hause. Ja. Sein Tor zum 2-3 sorgte für frischen Wind bei den Magdeburgern. Knochentrocken netzte er ein. Allein, es fehlte zumeist an sauberen Zuspielen seiner Kollegen. An ihm scheiterte es an diesem Spieltag nicht. Ja, bester Mann, trotz schwierigen Pässen von seinem Teamkollegen. Es gehört dazu, dass auch mal das nicht funktioniert. Die Nürnberger haben unter anderem die Lücken relativ gut geschlossen, was auch sehr, sehr viel Pech mal wieder ist für uns. Das wurde auch angesprochen mehrmals, dass die Auswärtsmannschaften ein bisschen defensiver stehen, die Lücken besser schließen. Das ist unser Pech aktuell. Trotzdem 3 Tore müssen für einen Sieg reichen oder mindestens für einen Punkt, das muss man auch sagen. Meiner Meinung nach lag es wieder an der Verteidigung, beziehungsweise ich
Ich fand den Schiedsrichter auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nicht im Fernseher das Spiel nochmal geschaut. Trotzdem, mein erster Blick war, dass der Schiedsrichter kein guter Schiedsrichter war. Ich schiebe jetzt aber auch nicht darauf, dass der Schiedsrichter das Spiel komplett entschieden hat. Es war die Effizienz, die das Spiel entschieden hat. Das war vielleicht bei dem Stadionvlog auch der Fehler, den Titel so provokant zu wählen. Aber ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, Leute.